Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die haben Ursula von der Leyen nun endgültig für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin nominiert. Kanzler Olaf Scholz gratulierte der CDU-Politikerin. Europa sei jetzt in den nächsten Jahren in herausfordernden Zeiten gut aufgestellt, so Scholz. Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel wurde außerdem entschieden, dass die liberale estnische Regierungschefin Kallas den Posten der EU-Außenbeauftragten übernehmen soll. Und neuer Ratspräsident wird der sozialdemokratische frühere Regierungschef Costa. Zuvor hatten sich die Unterhändler der Europäischen Volkspartei EVP, der Sozialdemokraten und der Liberalen auf die Personalien geeinigt. Italiens Regierungschefin Meloni enthielt sich allerdings bei der Abstimmung über von der Leyens Nominierung. Und Ungarns Regierungschef Orbán, der stimmte sogar dagegen. Gleichzeitig kann sich das, was hier im Rat als Konsens unter den 27 Staaten, wenn auch nicht ganz einstimmig, aber doch mit überwiegender Unterstützung zustande gekommen ist, auch stützen auf eine politische Plattform im Parlament. Und insofern kann man davon ausgehen, dass wir hier eine gute Entscheidung vorbereitet haben, hier getroffen haben und das jetzt schnell auch vorangeht mit unserer Europäischen Union. Damit zu Marco Reinke direkt nach Brüssel. Marco, einen schönen guten Morgen. Also die Staats- und Regierungschefs, zumindest Konsens hat man gefunden, dass man diese Personalien, unter anderem auch Ursula von der Leyen, so auf den Weg bringen will. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Reine Formsache? Das dürfte nicht zur Formsache werden, denn es liegen noch einige Bröckchen sozusagen im Weg. Es geht da jetzt vor allem um die Mehrheitsbildung, etwas, wo Beobachter sagen, das sei Ursula von der Leyen schon immer schwer gefallen. Denn für die EVP geht es nun darum, in anderen Lagern sozusagen zu wildern. Man hat zwar natürlich die Sozialdemokraten und die Liberalen an der eigenen Seite, nur es wird eben auch davon ausgegangen, dass so rund 10% der Abgeordneten im EU-Parlament abweichen könnten. Und das würde bedeuten, dass die absolute Mehrheit der drei Parteien nicht mehr vorhanden wäre. Das heißt, nun geht es sich darum, sich zu fragen, wen können wir aus den grünen Lagern gewinnen und wen können wir auch erst aus der EKR-Fraktion gewinnen. Die rechtskonservative Fraktion, unter anderem ja mit der Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Auch da will man jetzt versuchen, einzelne Abgeordnete zu überzeugen, um am Ende dann doch noch die absolute Mehrheit zu organisieren. Aber all das ist natürlich immer noch ein, ja, gelinde gesagt, etwas riskantes Unterfangen. Also unter Dach und Fach ist jetzt erst einmal nur die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs. Nun geht die Arbeit eigentlich für Ursula von der Leyen erst so richtig los. Marco, danke nach Brüssel.